Als wohl ältester Trommeltyp wird die Rahmentrommel der Schamanen bezeichnet. Es gibt viele Höhlenmalereien, auf denen die Trommel abgebildet ist. Eine sehr frühe Abbildung von vor etwa 30.000 Jahren fand man erst als eine ganz neue Erkenntnis 1994 in der Chauvet-Höhle bei Vallon-Pondac in Frankreich. Die Trommel war und ist für die Schamanen ein wichtiger Wegbereiter. Lang andauernde Schläge mit dem Stock auf eine große Rahmentrommel helfen dem Schamanen, in Trance zu fallen, um sich dann mit seinem Geist vom Körper zu lösen. Diese transzendentale Reise gibt ihm die Möglichkeit, mit der Oberwelt, die Welt der Götter und der Unterwelt als Reich der Toten in Kontakt zu treten. Die aus Holz gebogenen, meist runden oder ovalen Rahmen ergeben das Rad der magischen Trommel. Die Membrane der Trommeln sind von den Häuten verschiedener Wildtiere. Sie tragen Zeichnungen von dem dreigeteilten Weltenbaum, auch menschliche und tierische Figuren und die Schamanen selbst mit ihrer Trommel. Sie begleitet den Schamanen ein Leben lang durch die verschiedenen Bewusstseinsebenen bis in den Tod. Schamanismus gilt als die ursprünglichste spirituelle Praxis, bei der die Trommel eine große Rolle spielt. Der Nachweis eines ringförmigen Trommelrahmens entstammt auch der Eskimo-Kultur der Arktis. Sie wird ab 500 vor Christus genannt und erstreckt sich über das gesamte Eisgebiet Nordamerikas, über Grönland bis nach Europa. Erste detaillierte Berichte über den rituellen Gebrauch der Trommel in Europa gibt es auch über die samische Religionspraxis. Diese stammen aus der norwegischen Chronik Historia Norvegie um 1200. Hier wird die durch Trommeln geführte Trance beschrieben und sie wird heute als kulturübergreifende Entwicklungsstufe nachfolgender Religionen und Rituale betrachtet. Die früheste bekannte Darstellung eines sibirischen Schamanen stammt von dem niederländischen Forscher Nicolaes Witsen, der 1692 eine Forschungsreise durch Russland machte. Er nannte die Illustration Priester des Teufels. Bei der Christianisierung im 17. Jahrhundert wurden die samischen Schamanen wie auch viele andere ähnlich Praktizierenden als Hexer bezeichnet und gezwungen, ihre Trommeln zu verbrennen. 1662 wurde ein Schamane aufgrund weiterer Ausübung seiner Rituale nachweislich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Auch gibt es irische und walisische Sagen, in denen das Motiv des Jenseits als Reich der Toten enthalten ist, sowie die Zeugnisse der Kelten mit ihren heidnischen Göttern und Kulturen, den Druiden und ihren Reisen in die Anderswelt. Die Wikinger hinterließen besonders an den Mittelmeerküsten im 8. bis 11. Jahrhundert auf ihren Handels- und Plünderungsreisen Spuren ihrer Kultur. Sie gründeten Gemeinden im Nordwesten Europas, im europäischen Russland, den nordatlantischen Inseln bis hin zur nordöstlichen Küste Amerikas. Neben Knochenflöten, Lyra und Hörnern brachten auch sie ihre zeremoniellen Handlungen und damit den vielseitigen Gebrauch der Trommel über große Teile der Welt. Levante, der Nahe und Mittlere Osten. Auch im Orient findet man viele mythologische Formen ähnlicher Archetypen und Phänomene aus unterschiedlichster Herkunft. Aus der babylonischen Zeit der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus fand man in Vorderasien Abbildungen von beidseitig bespannten Rahmentrommeln. Diese waren mit Samen gefüllt und dienten wohl als Rasseln bei Zeremonien und im Zusammenhang mit der Mutterschaft oder religiösen Fruchtbarkeitsritualen. Ab dem 18. Jahrhundert vor Christus zeigen uns Tontafeln und Figuren die erste Verwendung von einseitig bespannten Trommeln. Auch hier erkennt man deutlich den Einsatz bei kultischen Handlungen.
Viele der Abbildungen zeigen nackte oder halbnackte Frauen mit einer Rahmentrommel. Mit größter Wahrscheinlichkeit deuten diese Darstellungen auf eine Muttergottheit oder Priesterin hin. Besonders aufschlussreich war der Fund von rund 40 Terrakotta-Plaketten aus dem 18. bis 6. Jahrhundert vor Christus in Palästina, welche ebenfalls solche Motive zeigen. Die größte Wahrscheinlichkeit ist hier, dass sie als Amulett getragen wurden. Die Rahmentrommel wird auch im Alten Testament erwähnt. Toph ist hier die überlieferte Bezeichnung. Nach den Beschreibungen der Bibel wird sie meist von Frauen gespielt, zur Begleitung von Gesängen, bei freudigen Ereignissen, aber vor allem auch bei rituellen Feiern und Tänzen. Mythisches Vorbild für die trommelnden Frauen im Orient war sicher die alttestamentliche Prophetin Mirjam. Beim Auszug aus Ägypten führte sie nach der Durchquerung des Schilfmeeres die Freudentänze und Gesänge der Frauen an, wobei sie als Prophetin auf einer Rahmentrommel mit Schellen spielte. Zum Ritual türkischer Sufis zum Beispiel gehörte neben dem Gesang der Derwische auch der Tanz und die rhythmische Unterstützung von großen Rahmentrommeln und später auch vom Kesseltrommelpaar Küdüm und den Zimbeln. Gemeinsam mit den Parallelen zu den mesopotamischen Vorläufern lässt dies auf eine historische Kontinuität der Wichtigkeit und starken Präsenz, insbesondere von Trommlerinnen, schließen.